Das Derby d'Italia, Juve gegen Inter, das Duell der beiden erfolgreichsten Teams in Italien. Über 200 Spiele schon gegeneinander gemacht und jetzt in einer Phase der Saison, wo es um die Meisterschaft geht. Wir haben einen Punkt Vorsprung, müssen so ein bisschen mit der B11 in Anführungszeichen spielen. Ich habe halt geguckt, wen kann ich auf der Bank lassen, wer darf sich heute mal eine Pause gönnen, weil ich gegen PSG im Rückspiel auch wieder die beste Garde brauche. Aber es geht hier heute auch um so viel. Wir können mit einem Sieg 4 Punkte weg sein von Inter. Neapel hat auch schon wieder nicht gewonnen, das heißt, die sind eigentlich schon draußen und dann wäre doch der Weg eigentlich frei für den Scudetto, den ich ja unbedingt noch brauche. Das will ich jetzt auch endlich mal vollendet haben hier. Und dann kann ich ruhigen Gewissens ins nächste FIFA-Spiel reingehen. Ja, aber Inter, die sind auch mit Fernandes angereist, mit Martinez vorne, mit Brozovic im Mittelfeld. Also die halten hier den Laden zusammen. Elus Tondo auch nicht so schlecht. Brekalo, bekannt aus Wolfsburg. Also die haben schon auch eine gute Truppe, aber wir genauso. Ja, es wird nicht so einfach, glaube ich. Ich glaube, Inter spekuliert so ein bisschen heute auf ein Remis. Und damit, dass wir halt auch nicht die restlichen Spiele alle gewinnen. Und das hoffe ich halt bei Inter auch. Aber um es in der eigenen Hand zu haben, muss Inter heute gewinnen. Depay auch noch vorne, also ein Sturm mit Martinez und mit Depay. Liest sich auch nicht so verkehrt. Ehrlich gesagt, aber wir müssen uns auch nicht verstecken. Wir haben mit Schade, wir haben mit Larsson vorne und auch mit Kamavinga, der jetzt mit nach vorne kommt. Chiesa muss nach drüben spielen. Aber der Ball kommt nicht an. Erste gefährliche Chance und Onana im Tor. Der Drogendealer. Alaba habe ich auch überlegt, ob ich den draußen lassen soll, aber Bremer ist es dann am Ende geworden. Alaba und Ndika spielen. Weil die ganze Verteidigung, die kann ich nicht auseinandernehmen. Dahoud, Zakaria vielleicht mit einem Powerschuss. Warum nicht? Ja. Vorbei, aber okay. Alles gut, 0-0 würde ich auch nehmen. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt noch jedes Spiel gewinnen, weil dazu spielen wir einfach zu unkonstant. Wir müssen eher auf die Fehler der anderen hoffen. Also ich spekuliere eher damit, dass Inter nochmal 2-3 Spiele federn lässt. Und dass wir dann nochmal irgendwo 1-2 Siege dann entscheidend holen werden. Um dann am Ende den Titel auf jeden Fall schon mal sicher zu haben. Und dann auch in der Champions League, je nachdem wer da weiterkommt. United, City und Atletico Madrid sind bislang die Teams in einer richtig guten Ausgangslage. Und wir natürlich auch. Aber wir haben dann noch ein Rückspiel zu spielen. Zakaria und Chiesa. Nochmal Chiesa quer in der Luft. Ja, ich würde uns ein bisschen... Ah, guck mal, ein paar PSG-Fans haben sich hier noch verirrt. Wollen vor der Rückreise... Ja, Achtung. Onana und Inter, die wissen nicht so recht, was sie machen. Jetzt müssen wir ein bisschen Pressing spielen. Ja, Chiesa dazwischen. Onana kommt raus. Hat den nicht, aber auf der Linie. War es, glaube ich, De Vrij, wenn ich das richtig sehe. Die 5. Großer Fehler. Aber weil wir gepresst haben, weil wir nachgesetzt haben und dann Chiesa fast mit der feinen Klinge. Achtung, Inter kommt. Aber Ndika ist da, der seine starke Leistung erstmal fortsetzt. Aus dem Spiel gegen Paris, der hat wirklich mit Bremer zusammen vor allem, hat der Mbappé sowas von den Schach gehalten, dass der gar nicht getraut hat, seine Schachfiguren wieder aufzustellen. Nächste Chance, Chiesa ist wieder da und jetzt macht das. Minute 33, 4 Punkte. Stand jetzt Vorsprung. Und wieder auf die gleiche Art und Weise über außen Druck gemacht und Chiesa läuft diesmal genau richtig ein, hat diesmal keinen Gegner vor sich, ganz trocken, ganz locker ins lange Eck. Und gegen die Laufrichtung ist für den Keeper immer scheiße. Also immer dahin schießen, wo die Flanke herkam. Dann ist das Ding eigentlich zu 90% immer drinne. Und Chiesa, der hat nicht viele Tore geschossen. Ich glaube, erst sein 12. oder 13. Tor, weil Vlahovic natürlich die anderen gemacht hat. Aber wer am Ende die Tore schießt, das ist doch so scheißegal. Hauptsache, wir holen dann die 3 Punkte am Ende. Und Inter ist jetzt noch mehr gefordert. Brekalo.
Alaba wieder dazwischen und wieder. Selbes Spielchen, schnell nach vorne. Vielleicht. Ja, das sieht richtig gut aus. Wir zeigen sowas wie Spielfreude. Hatten wir lange nicht in der Saison. Alaba. Und es war Elizondo, der geklärt hat. Achtung, wieder. Wissen nicht, wohin mit dem Ball. Und Zakaria, nee, braucht er zu lange. Aber die Idee, nachzusetzen. Ihr seht, die geht auf. Und wir sind richtig gut in den Zweikämpfen drinne. Da kann man auch mal, den Ball nach hinten spielen, aber so nicht. Chiesa. Rugani ist da, kann das verhindern. Chiesa ist selber da und bügelt das Ganze wieder aus. Ein kurzer Blackout, aber ihr seht, wir haben das zusammen wieder gelöst. Und es geht wieder schnell. Viel Platz im Mittelfeld. Dahoud. Hätte da sogar noch weitergehen können. Alaba, das war doof. Aber wieder nachsetzen. Onana weiß nicht wohin. Genau, hier nachsetzen unter Druck. Die wissen nicht wohin. Perfektes Beispiel, das Pressing funktioniert. Überragend. Das würde ich jeder Jugendmannschaft zeigen, die vorhat, aktives Pressing vorne zu spielen. Draufgehen. Die Gegner wissen meist nicht wohin. Und gerade hier in FIFA ist das dann nochmal ein bisschen leichter, möchte ich nicht sagen, aber es geht. Mut zum Risiko, sage ich da nur so. Vielleicht jetzt die letzte Chance nochmal. Zakaria, der Powerschuss. Egal wer es war, der hat auf jeden Fall Magenschmerzen nach dem Spiel. 1-0, sehr dominant. Auch verdient. Von Inter kommt Gott sei Dank bislang nicht so viel, aber wir haben ja noch eine zweite Halbzeit. Und die war bei uns meistens dann immer schlechter. 5-0 Schüsse, mehr Ballbesitz. Also ist bislang eine ganz klare Sache. Aber wie gesagt, es gibt noch eine Halbzeit 2. Die haben wir auch öfter mal genommen, um uns mal eine Auszeit zu nehmen. Aber das darf diesmal nicht sein. Da ist wieder dieses berühmte Silbertablett, was uns hingereicht wird. Wir müssen nur noch zugreifen. Aber Inter kommt, gut gespielt, aber Castells. Aber so kann es gehen. Dahoud, Alaba, nee. Großer Fehler und es wird schneller gespielt jetzt bei Inter. Martinez ist da, Ndika steht auch dazwischen, perfekt, Achtung. Jetzt ist es wieder so ein bisschen Hoffen und Bangen, ey. Wer fälscht den ab? Wer ist dazwischen? Ndika, ja, Ndika ist dazwischen, der macht das. Der hat viel Selbstbewusstsein nach dem Spiel gegen PSG. Und jetzt die nächste Chance, schade gegen Elizondo, da ist schade locker schneller. Muss er mal direkt versuchen. Ja, ist okay, auch wenn er rüber geht. Aber den Schwung musst du mal mitnehmen. Das kann nicht immer klappen. Obwohl Kamavinga in der Mitte, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob der rangekommen wäre per Kopf. Egal. Und wieder ins Pressing gehen. Normalerweise ist der Ball gleich weg. Oder der Ball ist ins Ausgespielt. So, zack, wieder den Angriff unterbrochen. Inter muss wieder aufbauen. Das ist irgendwann sehr, sehr zermürbend, würde ich mal sagen. Davis kommt nicht ran, jetzt muss er gucken. Rugani muss in der Mitte bleiben. Davis und Rugani dazwischen, perfekt. Jetzt haben wir auch mal das Glück, dass der Ball zu uns dann abgefälscht wird. Achtung, Inter versucht auch so ein bisschen was wie Pressing aufzubauen, aber null Chancen. So, schade. Alaba läuft durch. Jetzt ist Larsson in der Mitte. Der ist halt nicht kopfballstark. Oder hinten ganz weit. Chiesa, da ist... Oh, Chiesa quer in der Luft. Das wäre es gewesen. Achtung. Davis. Perfekt. Also Verteidigung, die hat sich wirklich gefunden. Das Umstellen auf 4-2-3-1 von der Zeit hat uns wieder die Sicherheit gebracht. So ein bisschen zumindest in der Defensive, aber auch nach vorne geht jetzt irgendwie ein bisschen mehr. Viel häufiger haben wir mal die Freiräume. Kamavinga durch die Beine, Chiesa und Larsson. Ein schöner Angriff, vollendet vom Youngster. Das kann ein ganz, ganz wichtiges Tor sein in der jetzigen Phase der Saison. Hier Kamavinga durch die Beine, hat er ein bisschen Glück. Dann Chiesa und dann Larsson. Und Onana ist zum zweiten Mal geschlagen. Kann er den... Ja, wenn er mit dem Fuß hingeht, der war sogar dran unten am Knie. Eventuell so ein bisschen. Aber wenn da der Fuß rauskommt...
Dann ist die Chance auf jeden Fall größer. Und es steht 2-0 und Inter ist bislang auch noch nicht so recht vors Tor gekommen. Der eine Ball da hinter die Abwehr, das war es dann aber auch schon. Also es ist bislang ein sehr, sehr einseitiges Spiel. Rückspiel dann natürlich gegen PSG. Oh, super Ball, direkt gespielt auf Schade. Ach, schade, dass er so langsam ist. Gerade im Antritt. Wenn er da schneller gewesen wäre, dann wäre die Chance auch größer geworden. Oh, Alaba, Vorsicht, Brickerlos auf der Außen, aber ein Ndika. Wieder ein Ndika, wer auch sonst. Und wenn nicht er, dann ist es Bremer. Oder halt Rugani heute, das machen die richtig gut. Schade, wieder mit viel Platz. Bisschen rumgebackt. Schade zum zweiten. Larsson, auch fast zum zweiten. Schade. Okay, apropos Wechsel, wir können mal, ja, sind schon alle ein bisschen ausgepowert, aber ist ja klar. Dann bringen wir mal, ja, Araujo für die andere Seite. Probiere ich mal aus. Kann Gertrude auch links spielen? Der ist ja Rechtsverteidiger. Warum hat der -2? Na gut, wahrscheinlich wegen der zu wenigen Spielzeit. Dann bringen wir doch nochmal Talisca rein für Kamavinga. Das können wir auch nochmal machen. Und außen Chiesa, da kann Kostic rein. Unglaublich, dass Philipp Kostic ein Bankspieler ist. Aber gut, wenn ich Davis verpflichtet habe und der auch sonst spielt, da hätte ich dann das Geld auch nicht ausgeben brauchen. Aber Inter kommt nochmal, die haben wahrscheinlich umgestellt. James ist da, oh, Rugani. Und der nächste Angriff, nee, Araujo, erster Fehlpass. Und die Chance, Martinez, kein Abseits. Ndika kommt nicht ran, aber Castells mit der ersten Parade nach fast 80 Minuten. Das sagt schon einiges über die Leistung heute aus. So, wieder warten hier unten. Ha! Habe ich alle gefoppt mit. Alle haben gedacht, ich spiele unten hin, aber der Ball kam auf Talisca. Und schade. Und Fernandes steht im Weg. Ja, Vlahovic, nee, da riskiere ich nichts. Nicht, dass er sich dann irgendwie noch blöd verletzt. Und dann haben wir nur noch Larsson für PSG übrig. Das geht nicht. Talisca! Wundervoll. Wunderbarer Kopfball. 3-0. Und ein einseitiges Derby d'Italia geht also zu Ende. Eine ganz, ganz komische Flugkurve, aber auch mal wieder ein Tor nach einer Ecke. Ausrufezeichen. Dahoud Talisca setzt sich durch gegen Fernandes und dann hat er eine komische Flugkurve und hinten ist es Dumfries vielleicht? Ne, Baku. Ein wunderschönes Tor. Da kannst du den Ball zuschauen und spüren, wie er förmlich ins Tor reinfällt. Schönes Tor. Schöner Kopfball. 3-0. Das Ding ist durch. Und jetzt können wir also mit gutem Gefühl ins Rückspiel gegen PSG gehen und hoffentlich dann den Halbfinaleinzug klar machen. Dann sind es noch 2 Spiele. Und dann hat Buffon sein hoffentlich letztes Spiel. Und dann auch endlich mal ein Spiel, wo er den Champions League Pokal in die Lüfte stemmen darf. Also von Inter, wie gesagt, da war echt sehr, sehr wenig. Sehr, sehr enttäuschend. Aber da sieht man mal, diese Mannschaft ist Zweiter. Und jetzt überlegt mal, so oft wie die auch schon Remis gespielt haben. Das passt eigentlich auf keine Kuhhaut. Wir hätten rechnerisch bestimmt schon längst Meister sein müssen. Ne, wenn man mal bedenkt, wie oft die Konkurrenz sich Ausrutscher geleistet hat, wie oft wir uns Ausrutscher geleistet haben. Das kommt ja noch oben drauf. Eine Chance vielleicht noch. Talisca wieder quer. Aber gut, das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Wir gewinnen 3-0, haben 4 Punkte Vorsprung, sind natürlich noch nicht Meister, weil ich rechne damit, dass wir auch nicht jedes Spiel gewinnen. Das muss man immer mal mit bedenken. Aber wir sind einen großen Schritt näher in Richtung Scudetto. 3-0 im Topspiel. Und das sollte uns, denke ich, für die letzten Spiele nochmal ein bisschen Auftrieb geben. Auch wieder sehr dominant. Inter hat auch nur 2 Torschüsse gehabt. Da sieht man mal, wie harmlos die wirklich in dem Spiel waren. Woran es lag? Woran es gelegen hat, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, und jetzt aber das entscheidende Rückspiel. Mit 2-1 gehen wir rein. Atletico und United sind weiter. United setzt sich tatsächlich gegen Real durch. Das ist so eine kleine Überraschung. United, Atletico im Halbfinale und dann wir gegen Man City oder was? Das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Also,
Hinsetzen, anschnallen und genießen. Rückspiel gegen Paris gibt's im nächsten Part. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.